100 Tage ohne Smartphone. Warum soll man sich das antun? Ein Reim. Ich habe mein Arbeitszimmer auf 150 Gegenstände reduziert, inzwischen sogar noch weniger, und dann meine Garderobe radikal minimalisiert. Und das war super. Daraus ist aber ein Problem entstanden, denn mein Gehirn hat jetzt einen neuen Standard für Ordnung entwickelt. Und mein digitales Leben ist aktuell noch das Gegenteil von Ordnung. Doomscrolling, etliche Apps, einfach Chaos. Aber damit ist jetzt Schluss. Und als erstes wird der eine Gegenstand minimalisiert, den ich als Portal in die digitale Welt immer bei mir trage. Mein Smartphone ist die praktischste Erfindung aller Zeiten. Hunderte Funktionen, Wecker, Kalender, Kamera, Kommunikation, Information, Unterhaltung. Alles vereint in einem durchoptimierten Gerät. Trotzdem ist das Smartphone gleichzeitig der größte Produktivitätsvernichter aller Zeiten. Zumindest für mich. Also drehe ich den Spieß um. Mit einem Dumbphone. Super umständlich zu bedienen, kaum Funktionen, nicht mal Farben. Mit dem Teil und einigen anderen Tricks werde ich mein Smartphone so weit wie möglich ersetzen. Ich glaube, ich werde mein Smartphone nicht zurückholen. Unterwegs einen digitalen Supercomputer in der Tasche zu haben, hat viele Vorteile. Darauf zu verzichten, aber auch. Wer sein Smartphone weglegt, erhöht wissenschaftlich gesehen langfristig sein Wohlbefinden, hat weniger Wut und Ängste, schläft besser und ist insgesamt ausgeglichener. Die Beziehungen zu anderen werden angeblich auch besser und intensiver, man spart Geld und, davon verspreche ich mir als selbstständiger Drehbuchautor und Regisseur am meisten, der Verzicht aufs Smartphone schafft kurzfristig mehr Klarheit im Kopf und soll langfristig die Aufmerksamkeitsspanne und Kreativität stark verbessern, sagt die Forschung. Und wenn ihr jetzt sagt, Junge, ich sehe das mit Argwohn und dein Video gerade auf einem Smartphone, dann muss ich euch sagen, sauber gereimt und ich verstehe den kritischen Blick. Denn das Smartphone ist heutzutage kaum mehr wegzudenken. Aber was ist, wenn das Smartphone uns eigentlich langsam immer abhängiger und unfähiger macht? Befreit mich dann das Leben mit dem Dumbphone? Oder es sperrt dich ein, weil du nichts mehr machen kannst? Wenn du unterwegs dringend eine Info brauchst, kannst du nicht googeln. Und wenn du unterwegs einfach Bock hast auf den neuen Song von Blue Samu oder wenn du den Weg nicht findest und zu spät bist zu einem wichtigen Termin. Ja, das wäre schlecht. Aha. Wissen Sie, wo der Golfplatz ist? Nee, ich bin heute zum ersten Mal hier. Und was, wenn das Smartphone und seine Apps nicht das wahre Problem sind, sondern ich es selbst bin? Und das heißt für mich auf jeden Fall, dass ich irgendeine Art von Smartphone-Abhängigkeit und Smartphone-Sucht habe. Das ist kein normales Verhalten, finde ich. Was, wenn ich am Anfang völlig unterschätzt habe, wie schlimm es um mich steht? Das ist nämlich keine Untertreibung. Ich habe wirklich ein... Ich finde es gruselig, wie schwer ich es manchmal finde, Langeweile auszuhalten. Und dass ich dann doch eher nochmal mich schon sehr aktiv ablenke. Es gibt ja auch dieses super bekannte Experiment. Schaffen Sie es 15 Minuten mit Ihren Gedanken allein zu sein und nichts zu machen? Oder geben Sie sich einen Stromstoß? Und die haben sich ja alle Stromstöße gegeben, weil die es nicht ausgehalten haben. Ich habe ja schon mal 60 Minuten jeden Tag auf eine weiße Wand gestarrt und nichts getan. Und es hat mir gut getan. Und das ist so schade. Denn viele Studien legen nahe, dass Langeweile und die Gedanken schweifen lassen Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten geradezu extrem schlagartig erhöhen. Das habe ich ja auch bei meinen Experimenten selber gemerkt, die ich schon in der Richtung gemacht habe. Aber gerade wenn ich Stress habe, kommt mein Kopf gar nicht mehr runter. Und diesen Zustand erreiche ich dann auch kaum noch. Jetzt aktuell ist es immer eine anstrengende Phase und ich merke, manchmal habe ich das Bedürfnis, wenn hier dann Nachricht und Nachricht und Nachricht reinkommt, einen Hammer zu nehmen und draufzuschlagen. Ich kenne dieses Gefühl, weil ich habe das schon mal gemacht. Und da ist es nichts, worauf ich stolz bin und was ich cool finde. Aber ich habe tatsächlich mal ein Telefon zerschlagen. Smartphones sind ja an sich auch nicht das Problem, sondern die ganzen Apps und die ganzen Dinge, die uns davon, die so casinomäßig uns abhängig machen. Das stimmt. Und wir alle wissen es. Aber es wird nie weniger richtig, deshalb nochmal zum Update. Nicht mobile Geräte an sich sind das Problem, sondern wie die Apps darauf designt sind. Der Ex-Google-Mitarbeiter Tristan Harris vergleicht das Herunterswipen zum Aktualisieren des Feeds mit dem Ziehen am Hebel eines Spielautomaten. Vielleicht kommt nichts, vielleicht ein Like, eine Nachricht, ein Match auf einer Dating-App. Das Prinzip dahinter heißt Variable Ratio Reinforcement, Verstärkung durch unvorhersehbare Muster. Unser Gehirn weiß, dass ein Dopaminkick kommen wird, aber nicht welcher und wann. Und genau das hält uns am Hebel. Inzwischen gibt es aber auch viele Apps oder im Betriebssystem selbst eingebaute Funktionen, die das bekämpfen sollen. Einer der einfachsten Tricks ist, das Handy auf Schwarz-Weiß zu stellen. Vielleicht hast du das ja selber schon mal probiert. Oder mit Apps wie OneSec 5 Sekunden warten müssen, bevor du YouTube öffnen kannst. Naja, kann sein, dass du es probiert hast,
du bist trotzdem heute hier. Ja, und das ist schön. Es gibt aber auch Apps, die einen für das Nichtbenutzen des Smartphones psychologisch belohnen, indem sie digitale Bäume wachsen lassen. Alles, um dein Gehirn wieder andersrum auszutricksen. Am Ende sind aber all diese Workarounds ziemlich leicht zu umgehen und setzen damit, wenn es hart auf hart kommt, auf deine Willenskraft. Aber naja, ich habe davon ja mehr als genug. Mehr als genug. Und ich merke einfach, dass ich es nicht gut geregelt bekomme. Es bleibt halt ein Gerät voller Ablenkungen. Auch wenn ich hier beispielsweise das super reduziert habe, ist es ja nur ein Swipe rüber und ich habe wieder Zugriff auf 1000 Sachen. Die Wahrheit ist, mir fehlt es oft an Willenskraft. Und dann umgehe ich das minimalistische Design meines Smartphones einfach. Daher also ab jetzt die radikale Lösung. Dumbphone. Ein Telefon ohne Ablenkungen. Das Gegenteil von einem Smartphone. Ein maximal minimales Design, das sich nicht umgehen lässt. Das ist mein neues Handy ab jetzt. Ich habe das von einem Freund bekommen, der damit gar nicht klarkam, für den das nichts war. Es ist ein Dumbphone. Bin super gespannt, wie es laufen wird. Kein Browser, kein Social Media, kein Streaming, kein Doomscrolling. Im Grunde kann man damit nur telefonieren, SMS schreiben, Fotos und Notizen machen und man kann so einzelne Zusatzanwendungen installieren, wie zum Beispiel Navigation. Das hier wird ab jetzt in meinem Arbeitszimmer bleiben. Das heißt, beruflich werde ich darum nicht drum rumkommen. Zum Beispiel mit Online-Banking läuft hierüber viel, also so TAN-Verfahren-Sachen. Dann Instagram und TikTok, wenn ich da poste. Das kann man zwar theoretisch über den Computer machen, aber bestimmte Funktionen gibt es da nicht. Das heißt, das hier wird weiterhin da hinten in einem Schrank liegen und dann rausgeholt wie eine Kamera, wie ein Werkzeug, das man dann ganz konkret einsetzen kann. Und wenn ihr jetzt sagt, das klingt mega gut und du trägst keinen Hut, muss ich euch sagen, dass mich der Reim ein bisschen enttäuscht. Aber ja, es stimmt. Es klingt gut. Einer meiner liebsten Professoren. Habt ihr keine Lieblingsprofessorinnen oder Professoren? Weird. Also einer meiner Lieblingsprofessoren, denn normale Menschen haben sowas, ist Cal Newport. Und der nennt die absichtliche Unbequemlichkeit, die ein Dumbphone beispielsweise verursacht, absichtliche Reibung. Je umständlicher die Technik ist, desto bewusster muss ich mich dafür entscheiden, sie zu nutzen, statt es reflexartig zu tun. Mein Datenverbrauch wird wahrscheinlich radikal runtergehen. Ich habe ja schon vor längerer Zeit auf Prepaid gewechselt, aber jetzt macht es auf jeden Fall Sinn, weil ich glaube, das wird sehr wenig Daten verbrauchen. Und da stellt sich mir die Frage, warum also jeden Monat 20 € oder mehr für ein Datenvolumen zahlen, das ich überhaupt nicht voll ausnutze. Meine Lösung war Prepaid ohne Vertragsbindung. Und jetzt zahle ich 4,99 € im Monat und das reicht vollkommen für mich aus. Denn Vodafone hat zum 3.12. die Callja-Tarife angepasst und ordentlich Datenvolumen draufgepackt. Beim Callja hat es sich direkt verdoppelt, von 1 auf 2 GB im Monat. Aber auch bei den anderen Tarifen gibt es ordentlich was drauf. Callja S hat jetzt 25 statt 15 GB, bei gleichem Preis von 9,99 € inklusive europaweitem Roaming. Callja ist Vodafones Prepaid-Angebot, das dir flexibel Tarife ohne Vertragsbindung bietet. Du kannst zwischen verschiedenen Paketen wählen, die Datenvolumen, Telefon- oder SMS-Flatrates beinhalten. Und wenn du deinen Verbrauch abschätzen kannst, gibt es nun auch die neuen Jahrestarife. Immer das, was du gerade brauchst. Und auch mit mehr Datenvolumen für den gleichen Preis. Schau also gern mal bei Callja von Vodafone vorbei, wenn du wie ich flexibel bleiben willst. Den Link zur Tarifübersicht findest du wie immer in der Videobeschreibung oder dem QR-Code. Meine Hoffnung an dieses kleine Gerät hier ist, dass ich tatsächlich weniger meine Zeit wegscrolle und mehr im Hier bin, mehr meinen eigenen künstlerischen Ideen folgen kann und mehr einfach in die Welt gucke als auf ein Display. Wie bei meinen bisherigen Minimalismus-Experimenten will ich herausfinden, was mir wirklich wichtig ist. Cal Newport empfiehlt, sich bewusst zu machen, mit welchen Zielen man die Technik nutzt. Anschließend soll man überprüfen, ob die Technik hier wirklich der beste Weg ist, um diese Ziele zu erreichen. Ziel erreicht. Wir sind sehr schnell darin, Ausreden zu finden, um nichts verändern zu müssen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche Instagram, um nicht zu verpassen, was im Leben meiner Freunde los ist, nehme ich automatisch an, dass Instagram das beste Mittel für diesen Zweck ist. Und am Ende sehe ich doch nur, was sie gerade gegessen haben oder welche neuen Filter es gibt. Hätte ich angerufen, wäre mein Ziel wahrscheinlich besser erfüllt. Und ich hätte nicht nebenbei noch 50 Shorts konsumiert, die gar nicht mein Ziel waren. Und so schnell verliert man sein Ziel aus den Augen. Ähnlich wie bei meinen radikalen Ausmistaktionen empfiehlt Cal Newport zur digitalen Entrümpelung 30 Tage lang Technik so stark wie möglich zu reduzieren. Und ich dachte mir, ich mache direkt 100. Mir ist wirklich wichtig, dieses Verhalten neu in mein Leben zu integrieren. Und es gibt da draußen, das weiß ich ja unter euch, Leute, die haben gar kein Problem damit, die können perfekt mit Smartphones umgehen, denen geht's bestens. Ich glaube, es gibt aber auch unter euch welche, die das gleiche Problem haben und sich immer wieder fragen, warum
zieht mir das so viel Zeit ab. Bin mal gespannt, ob das hier eine Lösung sein kann für mich. Also ab heute Dumbphone. Für das absolute Minimum an Notwendigkeit unterwegs, wie Telefonieren, SMS und Navigation. Um meine Termine von überall einsehen, organisieren und smart bearbeiten zu können, besorge ich mir außerdem einen Kalender? Was hast du denn gedacht? Aber der Punkt ist berechtigt. Für meinen digitalen Minimalismus brauche ich erstmal mehr. Also hier geht es nicht darum, die Gegenstände zu minimieren, sondern mein digitales Leben. Und der Start mit dieser Ausrüstung ist überraschend gut. Ich hatte das Ding heute die ganze Zeit dabei und ich habe quasi gar nichts gefilmt, obwohl ich meine kleine Kamera dabei hatte. Ich meine, es ist der erste Abend. Es ist der erste krasse Novelty-Effekt wahrscheinlich heute, dass es einfach was krass Neues ist. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin so viel freier, so viel mehr im Moment. Der Kopf war so viel klarer. Ich habe das Ding so oft in der Hand gehabt, weil ich in so Momenten, wo ich warten musste, war der Griff in die Tasche so normal und habe es dann rausgezogen und merkte so, oh, damit kann ich ja gar nichts machen. Es war halt total geil, weil dadurch war klar, ich habe jetzt Zeit für andere Dinge. Mit meinem Kopf muss ich mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich wollte herausfinden, welche Ziele mir bei der Techniknutzung wichtig sind. Aber mir wird erst jetzt klar, wie oft ich ohne Intention an mein Smartphone gehe und dann davon eingesaugt werde. Ich rasiere durch meine Lebenszeit. Ohne Sinn. Ich muss nicht mal die Uhrzeit checken, weil ich seit über 2 Jahren eine analoge Uhr habe. Mein Gehirn denkt nur irgendwie, so ein Dopaminkick, der wird jetzt schon kommen. Aber er bleibt aus. Das fand ich gruselig, weil mir das in dieser Häufigkeit gar nicht klar war. Aber offenbar mache ich das oft. Ist das schon Suchtverhalten? Naja, mein Verhältnis zu meinem Smartphone ist viel schlimmer, als mir bewusst ist. Smartphone-Abhängigkeit ist keine anerkannte klinische Diagnose. Daher gibt es auch keine klaren offiziellen Kriterien, mit denen ich mein Verhalten abgleichen kann. Also, und selbst wenn, sollte ich mich nicht selbst diagnostizieren. Auch wenn das Leute im Internet gerne machen. Und auch wenn wir Smartphone-Abhängigkeit noch nicht diagnostizieren können, ist sie ein reales Phänomen. Und mich persönlich erschreckt mein Verhalten. Und ich weiß, ich muss nachhaltig etwas ändern. Das ist kein normales Verhalten, finde ich. Dass wenn ich die Möglichkeit habe, über was Tolles, Schönes nachzudenken, ich denke, aber ich spüre mein Handy in meiner Tasche, dann mache ich doch lieber da was mit. Ich gucke mir irgendeinen Scheiß an. Oder mach nichts. Guck einfach nur Farben und Lichter an. Das ist Mist. Und ich bin sehr gespannt, ob dieses Gerät oder jedes andere Dumbphone jetzt irgendwie dazu führt, dass ich mich wieder mehr mit Gedanken, mit Kunst, mit schönen Gedanken, mit schönen Dingen auseinandersetze oder auch einfach mal wieder mehr beobachte, als mich in diesem Blog zu verlieren. Und dabei praktiziere ich schon länger einen sanften digitalen Minimalismus in meinem restlichen Alltag. Zum Beispiel benutze ich kaum noch Streaming-Anbieter, denn die arbeiten inzwischen auch mit allerlei psychologischen Tricks, um unsere Aufmerksamkeit zu manipulieren. Hier. Ja, ich. Außerdem beantworte ich nur 2-mal die Woche meine Mails. Dabei versuche ich Nachfragen möglichst schon vorherzusehen, um ein zeitfressendes Hin- und Herschreiben zu vermeiden. Ansonsten ist das Internet an meinem Laptop meistens deaktiviert. Alles, um Ablenkungen zu minimalisieren und möglichst konzentriert zu arbeiten. Für mich als Drehbuchautor ist es super wichtig. Und trotzdem ist mein Gehirn immer noch abhängig. Ich schreibe gerade wieder am Drehbuch und das heißt, ich gucke den ganzen Tag auf Text auf einem Hintergrund und sonst gar nichts. Ich sehe quasi nur schwarz und weiß, Buchstaben. Internet ist ausgeschaltet, damit ich arbeiten kann. Und was macht mein Gehirn? Mein Gehirn versucht immer wieder zu gucken, kann ich nicht doch irgendwas hier mitmachen? Also der Griff zwischendurch zum Telefon, hat nicht irgendwer geschrieben, gibt es nicht irgendwas zu tun? Eine aktuelle Studie weist darauf hin, dass schon ein 3-tägiger Smartphone-Verzicht die Dopamin- und Serotonin-Level im Gehirn durcheinander bringt und vergleichbare Symptome wie bei einem Drogenentzug auslösen kann. Unter anderem Gereiztheit, schlechte Laune und Konzentrationsprobleme. Das werden coole 100 Tage. Aber viel gruseliger war, dass mein Gehirn dann dachte, ey, vielleicht kann ich die Steuer vorbereiten für diesen Monat. Vielleicht kann ich schon mal die Steuersachen irgendwie sortieren. Was? Das nächste Dopaminziel abseits vom Smartphone ist, dass ich meine Steuer machen will. Hauptsache nicht weiter auf Buchstaben starren, weil die Steuer machen heißt halt trotzdem irgendwie bunte Farben angucken, weil mein Kontoauszug hat Farben vom Banklogo drin oder irgendwas. Wie immer habe ich erst im Nachhinein recherchiert, um keine Ergebnisse zu verfälschen. Aber was sagt eigentlich die Wissenschaft? Was sagen meine Lieblingsprofessorinnen und Professoren? Ihr habt ja inzwischen jetzt auch welche, oder? Weil ich meine, ich habe sogar so eine Tierlist. Ich meine, wer hat denn keine Tierlist von seinen Lieblingsprofessoren? Es gibt zwar Studien, die darauf hinweisen, dass bunte Bilder und Farben besonders interessant auf uns wirken und deswegen hier das Banklogo attraktiver erscheint als das schwarz-weiße Drehbuch. Wahrscheinlicher ist aber, dass diese Konzentrationsprobleme durch den Entzug der süchtig machenden App-Designs entstehen. Die bauen darauf auf, dass uns eine unbekannte Belohnung erwartet. Und das funktioniert, wenn unser Gehirn neue Informationen automatisch höher einstuft als bekannte. Es ist buchstäblich sehr neugierig. Ich auch. Sonst gäbe es diese Videos hier gar nicht.
Und bei meiner normalen Arbeit weiß ich genau, was mich erwartet. Mein Gehirn hat gar keinen Bock, heute zu arbeiten. Ich muss heute konzentriert an einem Drehbuch arbeiten. Mein Gehirn will nicht. Also mein Kopf driftet immer wieder ab. Internet ist ausgeschaltet hier. Es gibt also nichts, wohin es driften kann. Aber ich merke, wie mein Kopf sucht. Dinge, die ja vielleicht wichtig sind, die er jetzt machen muss. Und das ist anstrengend. Aber gerade deswegen ist es für mich so wichtig, das Dumbphone zu haben. Das sind Momente der Schwäche, in denen ich normalerweise meine Adblocker einfach umgehen würde. Ich versuche mich heute durchzukämpfen, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Effekt gerade, der davon kommt, dass ich halt nicht schnell mal mein Smartphone greifen kann, ein bisschen Dopamin mir reintanke und weitermache. Ich hoffe aber, dass es dazu führt, dass ich besser arbeiten kann. Aber jetzt gerade ist es saunervig. Das ist gerade definitiv keine Verbesserung, es ist gerade eine Verschlechterung. Und die gute Nachricht? Ganz schön frech von dir, direkt eine gute Nachricht zu wollen, Jasmin. Siehst du nicht, wie ich leide? Aber okay, weil du es bist. Es gibt spürbare Ergebnisse. Das habe ich jetzt wirklich gemerkt. Also ich habe auf jeden Fall eine neue Klarheit gefunden. Ich würde auch sagen, ich habe tiefere Gedanken, weil ich viel öfter das Telefon halt nicht in der Hand habe, also das Smartphone nicht in der Hand habe und dadurch einfach über andere Sachen nachdenke, in denen ich sonst eher mal zum Smartphone greifen würde, um auch vielleicht was nachzugucken, wenn ich eine Frage habe. Und so fange ich an, darüber erstmal nachzudenken, was ich vorher einfach nicht mehr gemacht habe. Und durchs Nachdenken komme ich natürlich auf andere Fragen, auf andere Aspekte, auf andere Ideen. Ich komme mir so blöd vor, dass ich mich dieser Option beraubt habe, allein mal nachzudenken, wie Dinge vielleicht funktionieren können. Vielleicht entsteht daraus auf einmal eine Idee, die ich wieder für was anderes benutzen kann. Ich meine, ich bin Drehbuchautor, also sich Dinge auszudenken, über Dinge nachzudenken, das ist super wichtig für meinen Job. Wenn mein Gehirn nicht von außen bombardiert wird, ich den Hebel des Glücksspielautomaten nicht immer wieder nach unten ziehe, entsteht eine Art positive Einsamkeit. In dieser kann mein Kopf Verbindungen knüpfen zwischen Ideen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Das nennt sich in der Neurowissenschaft Mind-Wandering. Gerade für Kreative ist es eine der produktivsten Dinge, die der Kopf machen kann. Aber mein erster Reflex ist oft, dass das schlecht ist, dass die Gedanken schweifen lassen, unproduktiv ist. Stimmt aber gar nicht. Ich habe auch gemerkt, dass ich schneller zu Entscheidungen komme, zu guten Entscheidungen. Ich gehe ja nach Bauchgefühl, das ist schon mal gut, das hilft bei Entscheidungen. Aber jetzt merke ich auch, es fällt mir noch leichter, schneller eine Entscheidung zu treffen, die richtig ist. Und ich vermute auch da, dass ich einfach weniger Brain Fog habe. Brain Fog, das ist aber kein wissenschaftlicher Begriff. Aber wir alle kennen das. Wenn sich der Kopf anfühlt wie Nebel, nachdem man auf dem Klo eine halbe Stunde durch TikTok gescrollt hat, der präfrontale Kortex, der Bereich des Gehirns, der für Entscheidungen zuständig ist, wird durch zu viele Reize einfach überfordert. Er ist wie ein Computer mit 100 offenen Programmen. Hey. Machst du gerade noch was? Nebenbei? Ruhe! Ich kenne das. Zwing mich jetzt aber das Gegenteil zu tun. Immer eine Information auf einmal. Monotasking. Tabs schließen. Und plötzlich läuft das Teil doppelt so schnell. Und eine der für mich gerade krassesten Erkenntnisse ist, wie viel wohlgesonnener ich gegenüber Menschen bin. Einfach eine größere Freundlichkeit, weniger Wut. Und ich habe das ja schon oft gemerkt. Yoga hat ja auch schon so eine Veränderung gebracht. Aber das hier ist nochmal anders. Ich glaube, Smartphones sorgen schon für echt viel Unmut, Wut, Unzufriedenheit. Studien weisen darauf hin, dass eine hohe Smartphone-Nutzung und besonders die Konfrontation mit Negativität auf Social Media dazu führt, dass man sich auch im realen Leben zurückzieht und immer schlechter drauf ist. Aber es gibt sogar Hinweise darauf, dass es schon reicht, dem immer wieder nur kurz ausgesetzt zu sein, um langfristig unzufriedener und reizbarer zu sein. Ich muss irgendwo warten und greife zum Handy, um ich weiß gar nicht, was zu tun, aber ich muss gerade warten. Also ist der natürliche Griff zum Handy, um sich abzulenken vermutlich. Und dann habe ich halt immer dieses Ding in der Hand, mit dem man nichts machen kann. Und denke mir so, ja okay, dann denke ich vielleicht jetzt mal nach. Und das Coole ist, das mache ich dann wirklich und ich komme mir so ein bisschen dumm vor, aber das ist total gut. Wieso mache ich das nicht mehr? Ich komme einfach auf so viel bessere Gedanken und Ideen. Und ich glaube, das wird echt ein unangenehmes Video, weil ich halt nicht nur minimalistisch aufräume, sondern mich total damit konfrontiere, wie abhängig ich mich gemacht habe. Ich schäme mich wirklich dafür. Die Wahrheit ist aber, dass laut einer Studie von 2024 die absolute Mehrheit der Menschen in Deutschland ihre Smartphone-Nutzung selbst als zu hoch einschätzt. Und alle werden recht haben. Bei Jugendlichen sagen das sogar 84%. Aber das Nutzungsverhalten vieler Menschen ist widersprüchlich. Denn 3% können sich nur vorstellen, radikal auf ihr Smartphone zu verzichten. 3%! Und in meiner Altersgruppe werden Smartphones pro Tag 2 Stunden und 38 Minuten genutzt. Damit liegt mein Nutzungsverhalten von 2,5 Stunden vor dem Experiment eigentlich voll im Durchschnitt. Und ich war ja schon auf 2,5 Stunden runter. Aber auch die 2,5 Stunden waren ganz, ganz oft gefüllt mit viel
von diesem Wegwischen von Realität. Ich will nicht mehr die Realität wegwischen. Also bei dem, was sich gerade alles öffnet, frage ich mich, frage ich mich, warum ich so lange darauf gewartet habe oder so lange das nicht gemacht habe. Aber die Dinger sind dazu designt, genau das zu machen, uns abzulenken von der Realität. Ein Teil des Problems ist, dass die digitalen Technologien uns so viel Wert und Vorteile auf einmal versprechen, dass wir gar nicht mehr hinterfragen, welche uns davon wirklich wichtig sind. Wir sehen einfach nur die vielen Vorteile und denken, die darf man sich ja nicht entgehen lassen. Und die sind ja auch nicht alle schlecht. Selbst als Minimalist sehe ich für mich zum Beispiel keinen Sinn darin, wieder für jede Überweisung zur Bank zu kriechen. Wieso guckt ihr so? Kriecht ihr nicht zur Bank? So mit gebeugtem Rücken? Ich auch nicht. Ich mache ja Online-Banking. Ich bin gerade ganz froh, dass ich mein Smartphone gerade nur noch nutze, um sowas wie Online-Banking zu machen oder irgendwas Arbeitsbezogenes. Ansonsten ist das Ding raus. Das Fiese ist nur, dass man mit diesen klaren Erleichterungen eben auch diese ganzen Glücksspielmechaniken, Social Media und Katzenvideos wieder einkauft. Gerade dieses zweischneidige Schwert macht es so schwer, digital minimalistisch zu sein. Eine Sache, auf die ich zum Beispiel privat nicht verzichten will und beruflich gar nicht kann, ist die direkte digitale Kommunikation. Oh, dieses Tippen, es dauert ewig. Aber es sorgt halt auch dafür, dass man sich viel mehr Gedanken darüber macht, was man so schreibt. Also es ist einfach sau langsam. Mein Dumbphone hat ein schwarz-weiß E-Ink-Display, wie man es von E-Readern kennt, die damit den Look von Papier zu simulieren versuchen. Das ist deutlich besser für die Augen, verbraucht wesentlich weniger Energie und verbrennt dafür meine. Die Bedienung ist wirklich langsam und auch so unpräzise, wenn man an Smartphone-Displays gewöhnt ist. Es ist absichtliche Reibung. Ich denke immer, es nervt total, aber dann merke ich wieder, dass genau das ja dafür sorgt, dass ich runterfahre, dass ich mich konzentriere darauf, was ich eigentlich gerade sagen möchte und das nicht halt so halb parallel reindiktiere, während ich 1000 andere Sachen mache. Es sorgt schon sehr für Monotasking. Wie nennt man einen digitalen Minimalisten im Auto? 3, 2, 1, Josef. Das ist lustig, weil das ist mein Name und ich fahre gleich ab. Ich habe ja kein Smartphone mehr, ne? Das heißt, ich würde ganz gerne jetzt auch, dass wir nicht deine Navigation benutzen, sondern meine. Okay. Los geht's! Das ist ja ein Abenteuer. Natürlich ist auch das Navigationssystem des Dumbphones minimalisiert. Aber es reicht. Das Parkhaus, zu dem wir fahren wollten, ist voll. Das heißt, wir brauchen jetzt ein anderes Parkhaus, aber ich habe ja kein Google und nichts. Und wenn ihr jetzt sagt, toller digitaler Minimalist, weiß nicht mal, wo sein Parkplatz ist, dann muss ich euch sagen, dass ich damals, als ich noch Regisseur bei Rapper Mittwoch war, wesentlich schlechtere Reime gehört habe. Aber auch um Welten bessere. Aber gut, dann finde ich halt mal keinen Parkplatz. Dann ist es halt eine neue, unbekannte Situation. Mein Gehirn will doch Unbekanntes. Hier, bitte nimm! Was machst du? Da einfach voll. Da steht Dom rein. Parkplatz! Hoffentlich ist ja überhaupt noch ein Platz frei. Und wie fandest du's? War ein Erlebnis. Aber war gut, hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Es gibt eine Studie, ich glaube, das ist die digitale Demenzstudie, wo es unter anderem darum geht, dass man Taxifahrerinnen und Taxifahrer geprüft hat und geguckt hat, wo sind die Unterschiede in deren Gehirn von denen, die die gesamte Karte auswendig können, weil sie das noch gelernt haben zu einer Zeit, wo man das musste, und zu denen, die quasi nur nach dem Navigationssystem fahren. Und man hat gesehen, dass die im Navigationssystem quasi viel, viel weniger Gehirnaktivität haben, weil sie natürlich einfach nur dem Displayweg folgen. Und diejenigen, die das halt noch gelernt haben und die Karte exakt im Kopf haben, ging um die Karte von London, einfach viel, viel mehr Aktivität im Gehirn haben. Die Studie ist inzwischen über 25 Jahre alt, stammt also noch aus der Zeit vor Smartphones. Sie zeigt aber, dass schon ganz klassische Navigationsgeräte dafür gesorgt haben, dass die Fähigkeit, sich selbstständig zu orientieren, nachlässt. Eine neue Studie hat gezeigt, dass Taxi- und Krankenwagenfahrerinnen und Fahrer auch seltener an Demenz und Alzheimer sterben. Das könnte wiederum darauf hindeuten, dass die aktive Nutzung unseres Orientierungssinns unser Gehirn länger fit hält. Den stellen wir aber ab, wenn wir einfach nur dem Pfeil auf einem Bildschirm folgen. Und ich glaube, dass wir extrem viel verlernen dadurch, dass wir so viel abgeben. Wir sind inzwischen Experten darin geworden, zu wissen, wo wir suchen müssen. Da gibt es auch Studien dazu, in denen untersucht worden ist, wie unsere Gehirne funktionieren. Wenn ich zum Beispiel wissen will, wie schwer eine Ameise ist, dann weiß ich, ich google, wie schwer ist eine Ameise, da finde ich die Antwort. Früher vielleicht hat jemand länger darüber nachgedacht, geguckt, welche Infos habe ich denn dazu, habe ich das schon mal vielleicht irgendwo gelesen und nach der Antwort gesucht und ist vielleicht selber drauf gekommen. Unsere Gehirne funktionieren inzwischen anders. Wir sind Google-Persönlichkeiten geworden. Und ich glaube, das ist langfristig ein Problem. Dieser Effekt wurde zuerst in einer Studie von 2011 beschrieben.
und seitdem sehr gründlich untersucht. Das Ergebnis: Das Internet funktioniert wie eine externe Festplatte für unser Gehirn. Diese Art, Wissen auszulagern, nennt man auch transaktives Gedächtnis. Das muss nicht per se schlecht sein. Es gab schon immer Mitmenschen und andere Quellen, auf deren Wissen wir uns verlassen haben. Schwierig wird es, wenn die frei gewordenen Kapazitäten nicht mehr für den Fokus genutzt werden, sondern um immer mehr Informationen schnell abzurufen und sie dann direkt wieder zu vergessen. Das führt dann zu Abhängigkeit, flachem Denken und schadet auf Dauer den eigenen Fähigkeiten. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich jetzt, wenn ich eine Frage habe, mir irgendwas einfällt, ich automatisch zu meinem Smartphone greife. Ich möchte sofort nachgucken. Und das Problem ist dann, ich gucke nach, vergesse aber die Antwort. Und das geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt quasi mehr oder weniger gezwungen, mich in einer gewissen Phase, bis ich wieder an den Computer kann oder an Internet kann, mit meinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen, meine eigenen Lösungswege zu finden. Und ich glaube, das ist sehr gut. Die Erkenntnisse und das nachlassende Bedürfnis nach meinem alten Handy sind ein Riesenschritt in Richtung digitalen Minimalismus. Und gleichzeitig mache ich mir Sorgen darum, was ich alles schon verlernt haben könnte. Und ich muss zugeben, dass mir das auch erst jetzt auffällt, dass ich definitiv Dinge verlernt habe. Die sind erstmal einfach weg. Smartphones sind fantastisch. Sie bringen so viel Verbesserung und Erleichterung. Aber ich glaube, dass wir einfach Skills verlernen. Textverständnis, Kopfrechnen, Kreativität, Kochen, Gespräche führen, Feinmotorik wie Handschrift oder Instrumente spielen. Für die allermeisten unserer Skills gilt use it or lose it. Je seltener wir sie nutzen, desto schneller verkümmern sie. Ich werde es versuchen, einen Rückweg mal ohne Navigationssystem zu fahren, weil der ist nicht so kompliziert und ich will einfach mal gucken, ob ich es schaffe. Es ging ja früher auch ohne. Wir hatten die ganze Deutschlandkarte von Görlitz bis Oberstdorf im Oberstübchen. Aber viel Infrastruktur aus Vor-Smartphone-Zeiten ist ja immer noch vorhanden, wie die Boomer, und kann helfen, das Handy zu ersetzen. Okay, nicht die Boomer. Zum Beispiel Verkehrsschilder zur Orientierung. Übrigens wollte ich jetzt keine Boomer dissen, aber wir machen weiter. Die Öffi-Fahrpläne für Mobilität, Bibliotheken für Wissen und Medien. Aber diese Infrastruktur, diese alte Infrastruktur, wird immer weniger, weil sie abgelöst wird durch digitale. Ryanair zum Beispiel erlaubt jetzt keine analogen Tickets mehr. Man muss die App dabei haben, auf einem Smartphone. Diese Fortschritte sind nicht automatisch schlecht, aber sie bedeuten eben auch einen Zwang zum digitalen Leben. Deswegen fordern inzwischen verschiedene Stimmen, ein Recht auf analoges Dasein im Grundgesetz zu verankern. Okay, wir hatten jetzt geklingelt. Das hat funktioniert. Bin komplett ohne Navigationssystem nach Hause gekommen. Ich habe mich dann nur an den Schildern orientiert und es hat geklappt. Da lag eine Postkarte vor der Tür. Deine Skills sind nicht weg, du traust sie dir nur nicht mehr zu. Das ist aber lieb. Wer von euch war das? Außerdem ist es mega gruselig. Wer von euch hat meine Adresse? Steven? Ich muss mal kurz bei Steven anrufen. Selbst wenn meine Skills schlechter geworden sind, ist das nicht unumkehrbar. Wie ein Muskel, der lange nicht benutzt wurde, können sie wieder aufgebaut werden. Und je jünger wir sind, desto besser geht das auch. Aber es dauert halt. Ja, was Steven? Ich glaube, ich gebe viel weniger aus. Und ich bin ja generell jemand, der viel auf seine Ausgaben achtet. Aber ich hatte zuletzt das Gefühl, dass ich doch durch Social Media öfter mal Kleinigkeiten gekauft habe, die ich nicht so wirklich gebraucht habe, die aber nice to have waren. Es ist gut untersucht, dass hohe Smartphone-Nutzung zu Impulskäufen verleitet. Werbung gesehen, ein Klick, Produkt gekauft. Und wenn es ankommt, weiß man vielleicht gar nicht mehr, dass man es gekauft hat, ob man es wollte oder braucht. Ohne Smartphone sehe ich plötzlich gar keine Werbung mehr im Feed. Also keine Influencer und keine begrenzten Angebote, die zu Impulskäufen verleiten. Aber das mit dem Geld ausgeben ist wirklich ein Aspekt, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, bis ich heute dachte, ich habe keine digitalen Produkte gekauft diesen Monat. Und wie gesagt, es ist nicht so, als hätte ich viele gekauft, aber immer mal wieder eine Kleinigkeit. Oft waren die Bedürfnisse hinter meinen Online-Käufen künstlich und durch die Schnelllebigkeit meines Smartphones beeinflusst. Jetzt muss ich dafür an den Laptop. Das erzeugt wieder umständliche Reibung, die mich aber zwingt, mich wirklich bewusst zu entscheiden und auch mal länger über einen Kauf nachzudenken. Und das ist gut. Und wisst ihr, was noch gut ist? Mir ist heute eine Sache aufgefallen, die ich wirklich krass finde, die mich sehr überrascht hat. Ich habe zum Beispiel immer darauf geachtet, in meiner Smartphone-Zeit, die letzte halbe Stunde vorm Schlafengehen nicht mehr am Smartphone zu sein. Nicht mehr darauf zu gucken, das nicht mehr zu benutzen, idealerweise eine Stunde vorher. Hat nicht immer geklappt. Jetzt gibt es nichts mehr, was man irgendwie machen kann. Und es ist so, ich lege mich ins Bett, ich mache die Augen zu, ich habe direkt Bilder vor Augen, ich schlafe ein. Eigentlich ist das ja sehr bekannt, aber da wir alle sehr vergesslich sind, erkläre ich es nochmal in kurz. Das Smartphone vor dem Schlafen zu benutzen, erzeugt gleich zwei Probleme.
Erstens blaues Licht. Das kommt zum Beispiel aus diesen Displays. Und das unterdrückt das Hormon Melatonin. Ein Hormon, das dir sagt, wann es Zeit ist zu schlafen. Und das Gehirn denkt, es ist immer noch Tag. Der natürliche Schlaf-Wach-Rhythmus wird hierdurch durcheinandergebracht. Zweitens, und das ist noch wichtiger, Informationsflut. Jeder Scroll, jede Nachricht, jedes verdammte Katzenvideo, 100 offene Tabs im Gehirn. Es ist im Leistungsmodus, obwohl es nicht aktiv über irgendwas nachdenkt. Und das hält wach. Ich glaube, es ist meine schnellste Einschlafgeschwindigkeit aller Zeiten. Jetzt aktuell. Ich mache die Augen zu, ich habe sofort Bilder, instant. Gerade für jemanden wie mich, der kreativ und künstlerisch arbeitet. Die Augen zuzumachen und sofort Visionen, Bilder und Einfälle zu haben, ist halt einfach Gold wert. Ich habe natürlich auch mehr Zeit. Und die kann ich gut gebrauchen. Mehr Bücher, mehr Freunde, aber auch mehr Arbeit. Was im Moment leider ziemlich nötig ist, am Ende des Jahres. Aber mir geht's trotzdem gut. Ich bin über mein Smartphone hinweg. Oder? Oder? Ich bin irgendwie an einem ganz komischen Punkt angekommen. Ich habe auf meinem Smartphone jetzt wieder etliche Blog-Apps installiert, weil ich dann arbeitsmäßig doch angefangen habe, wieder zu doomscrollen, wenn es sich angeboten hat. Also wenn ich auf Instagram das gepostet habe, habe ich doch gemerkt, ich fange an, wieder Sachen zu gucken und es stiehlt einfach nur meine Zeit, weil das sind keine Sachen, die mich irgendwie voranbringen. Bei TikTok das gleiche. Ich habe wieder so 20 Minuten geguckt. Es war ein Reel dabei, wo ich dachte, das ist ein guter Hinweis. Da ging es darum, dass wenn man sich über Sachen aufregt, das immer schlecht für einen ist. Das ging so ein bisschen um Wut und Cortisol im Gehirn und das war spannend. Da habe ich danach auch noch was zu gelesen und das war zum Glück auch mein Ausstiegspunkt, weil ich dann dachte, hier ist wirklich Information. Jetzt informiere ich mich darüber, weil ich finde das spannend. Aber vorher war ich in diesem Sumpf wieder drin. Wie bei jedem Entzug ist genau das die allergefährlichste Phase. Ich denke, ich habe es geschafft. Spüre die Vorteile. Und gerade weil ich mich so gut fühle, glaube ich, das Smartphone kann mir nichts mehr anhaben. Aber die neuen Gewohnheiten hatten noch nicht genug Zeit, sich fest zu etablieren. Das Gehirn braucht nämlich lange für solche Veränderungen. Und ich habe jetzt wieder etliche Blog-Apps auf meinem Arbeitshandy und seit ich das habe, seit gestern Abend, kam heute so ein Schub an nachhaltiger Traurigkeit und ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich habe gestern wieder gedoomscrollt, das erste Mal seit langer Zeit und es hat jetzt eine nachhaltige Traurigkeit irgendwie ausgelöst. Ich weiß nicht, ob es das Doomscrollen war oder irgendwas anderes. Vielleicht das Gefühl, dass ich wieder versagt habe irgendwie oder wieder drauf reingefallen bin. Aber das hat irgendwas hat es gemacht. Rückfall, Schuldgefühle, emotionaler Crash. Auch das ist ein ganz typisches Muster. Und gerade in diesem Tief ist die Gefahr dann hoch, die Veränderung aufzugeben. Weil man denkt, man hat versagt und dass es sinnlos ist. Aber die richtige Richtung ist gerade jetzt dran zu bleiben. Und ich merke auch, dass ich mein Smartphone mehr und mehr als wirklich störend wahrnehme, weil ich mit dem Dumbphone hervorragend mit meinem Freundeskreis in Kontakt bin. Also hier werden einfach SMS geschrieben die ganze Zeit. Das ist total cool. Ich habe hier sehr viele Gespräche offen und auch Telefonate, die jetzt öfter mal geführt werden wieder, was teilweise einfach unbequem ist. Telefonieren ist viel unbequemer als Sprachnachrichten, weil jemand dir widersprechen kann, weil jemand dir ins Wort fallen kann. Aber ich glaube, es sind die besseren Gespräche. Vom Smartphone langfristig loszukommen, ist wirklich schwer, weil es in der Welt um uns herum trotzdem omnipräsent ist und auch immer bleiben wird. Außerdem will und kann ich mich ja nicht vollständig aus dem digitalen Leben ausloggen. Ich überlege jetzt gerade aktuell auch langfristig, ob ich mir einfach ein anderes Gerät hole, auf das ich alles drauf mache, wofür ich es brauche. Ich habe das Smartphone ja vor allem, weil ich damit Online-Banking mache, Instagram und TikTok bespiele, wenn ich es beruflich aus irgendwelchen Gründen brauche. Vielleicht muss ich mir ein unbequemeres Gerät besorgen, auf dem diese Apps aber auch funktionieren. Die bloße Anwesenheit eines Smartphones kann bereits negative Auswirkungen, tu das weg! Die bloße Anwesenheit eines Smartphones kann bereits negative Auswirkungen auf den eigenen Fokus haben. Darauf weist die Forschung hin und ich spüre das auch deutlich. Mein kleiner Rückfall hat mir jetzt klargemacht, dass ich wirklich langfristig komplett weg will vom Smartphone. Und deswegen habe ich jetzt das alte iPad Mini von einem Kollegen und damit geht es jetzt los in die komplette Abhängigkeit vom Smartphone. Als digitaler Minimalist will ich die Technik nur noch als gezieltes Werkzeug nutzen. Und das Smartphone bietet einfach zu viele Funktionen, als dass ich es als Werkzeug tagtäglich präzise nutzen könnte, ohne wieder Gefahr zu laufen, davon eingesaugt zu werden. Vom iPad verspreche ich mir jetzt mehr Präzision und vor allem Reibung, denn das hat bislang am besten für mich funktioniert. So, es gibt auch Sachen, die nerven natürlich, wenn man alles, was man so digital macht, auf ein extra Gerät gehauen hat. Das hier kann ich nicht gut mitnehmen. Das passt in keine Hosentasche. Das soll ja auch hier in diesem Zimmer sein, damit daran Online-Banking und alles, was irgendwie getan werden muss, getan werden kann.
Gleichzeitig ist hier mit Social Media machen manchmal ganz schön nervig, weil damit zu filmen ist halt umständlicher als mit einem Smartphone. Das einfach leichter in der Hand liegt, man besser Bewegungen machen kann. Die Qualität hier ist auch nicht so gut, ist halt ein etwas älteres iPad. Also es ist nicht ideal, aber es sorgt halt dafür, dass ich viel weniger Bildschirmzeit habe. Und wenn ich wirklich was machen möchte, dann mache ich es bewusster. Ich bin ja gerade auf einem Live-Event und der ist mit Social-Media-Begleitung. Das heißt, ich muss auch auf Social-Media Sachen machen oder möchte auch auf Social-Media Sachen machen. Und eine Sache ist ein bisschen unangenehm. Alle haben hier ihre kleinen Smartphones dabei und machen ihre Insta-Stories. Und ich renne wie so ein Rentner mit diesem Teil rum und mache hiermit meine Insta-Stories und meine ganzen Postings. Ich komme mir echt so ein bisschen out of this world vor mit dem Ding. Aber dieses Gefühl des Andersseins findet oft nur im eigenen Kopf statt. Und selbst wenn ich dafür wirklich komisch angeschaut werde, ist es mir der Gewinn an Wohlbefinden, Kreativität, Lebenszeit und Klarheit definitiv wert. Und was ich wirklich liebe und hasse gleichzeitig ist das Tippen. Es ist so langsam, man braucht so lange. Aber es führt dazu, dass ich viel präziser geworden bin. Wusstest du, dass Studien darauf hinweisen, dass Konflikte durch schnelles Hin und Her seltener gelöst werden als durch Telefonieren oder Gespräche von Angesicht zu Angesicht? Ja, wusste ich. Auch für die mentale Gesundheit beider Seiten und die Bindung zueinander ist es besser, wenn man wirklich miteinander spricht. Hi übrigens. Hey. Die 100 Tage sind jetzt fast geschafft und was? Es hat lange gedauert, aber das ist der letzte Tag von diesem Telefon hier, weil ich es jetzt endlich geschafft habe, mein E-Mail-Programm auf das iPad zu bekommen. Man braucht dafür so Token, die kommen per Post. Es ist ein bisschen umständlich bei diesem E-Mail-Anbieter, aber es hat mit Sicherheit zu tun. Und jetzt ist es auf dem iPad, das heißt, das hier ist jetzt demnächst nur noch ein Fotoapparat. Ich kann jetzt hier alles runterlöschen, beziehungsweise ich werde es einfach verkaufen. Ich bin offiziell smartphonefrei und damit dem digitalen Minimalismus einen gewaltigen Schritt näher. Die positiven Effekte konnte ich alle bestätigen, auch wenn es zwischendurch ein harter Entzug war. Ich will nicht vollständig auf die digitale Welt verzichten. Macht doch keinen Sinn, ich möchte ja gerne diese Videos weitermachen. Und auch unterwegs will ich nicht komplett offline sein. Deswegen meine Navigation. Aber was ich gelernt habe, ist, mir ein klares Ziel vor der Interaktion mit Geräten zu setzen, dieses zu erfüllen und das Gerät dann wegzulegen. Und dann bleibt es am Schreibtisch kleben. Es hat seinen festen Platz. Experiment geglückt. Zumindest mit meinen mobilen Geräten. Mein Laptop, meine Festplatte und mein Desktop sind nämlich immer noch das reinste Chaos. Aber das regle ich dann nächstes Jahr in einem weiteren Video. Pass auf dich auf und bis bald.